Mein Name ist Björn Bechtle, ich bin 37 Jahre alt, lebe seit meiner Geburt mit einer spinalen Muskelatrophie, arbeite als Teilhabeberater in der ergänzungsabhängigen Teilhabeberatung hier für Stadt und Landkreis Karlsruhe. Berate also Menschen mit chronischen Erkrankungen, Behinderungen, von wiederum bedrohte Menschen und deren Angehörige zu allen sozialrechtlichen Themen. Die spinale Muskelatrophie bei mir letztendlich besteht seit meiner Kindheit. Als Kind konnte ich auch noch kurze Strecken laufen. Das hat sich so im Grundschulalter schon verschlechtert, dahingehend, dass ich eben für Ausflüge und so weiter schon einen Rolli gebraucht habe. Mit 10 Jahren sowas habe ich dann meinen ersten eigenen Rolli bekommen. Und letztendlich im Alltag bedeutet es halt viele Einschränkungen, dass man eben die Arme nicht mehr so hoch bringt, Kraftausdauer nicht so ist. Ich habe teilweise Beatmung, also nachts immer beatmet, weil auch die Atemmuskulatur zu schwach ist. Ich wurde damals auf Pro schon aufmerksam, als er in der Höhle der Löwen war. Da habe ich es das erste Mal wahrgenommen und habe gedacht, so ein cooles Ding. Und dann war es eben vor so knapp 1,5 Jahren dann der Fall, als ich gesagt habe, okay, auf der Rehab, es sieht mega gut aus inzwischen, wie es funktioniert. Und auch vom Fahrgefühl funktioniert es gescheit. Wir hatten dann eben gesagt, wir wagen es mit einem Pro. Dann hat das Sanitätshaus mit SGEWO einen Erprobungstermin vereinbart, weil diese Erprobe- und Probefahrt gehört zu diesem Antragsprozess erstmal dazu. Und danach hat eben René über gesprochen, was braucht man von der Ausstattung, was sieht es je nachdem auch im Video, dass ich zum Beispiel Rohkissen habe, eben Luftkammerkissen und habe eine Rückenschale, einen J-Rücken dran an meinem Pro. Sprich auch nicht die Standardausstattung genau, sondern tatsächlich besser in der Hinsicht für mich unterstützend. Und dann hatten wir letztendlich dieses Angebot meinem Kostenträger eine Eingliederungshilfe geschickt. Ich habe denen eine nette E-Mail dazu formuliert, warum ich diesen Austausch brauche und den Pro und warum der mich im Alltag unterstützt. Und meiner Meinung nach eine Eingliederungshilfeleistung ist und keine Leistung, die haben im Arbeitsleben. Da hatte der Kostenträger letztendlich ein Gutachten beauftragt beim technischen Beratungsdienst. Der kam dann zu mir nach Hause, hat alles durchgesprochen, hatte noch geguckt, ob es irgendwelche Alternativen gibt. Aber Alternativen wirklich zum Pro gab es keine, Gott sei Dank. Und dann hat der technische Beratungsdienst eben gesagt, okay, Pro ist indiziert, hat es dem Kostenträger mitgeteilt. Der Kostenträger hat dann nochmal 3, 4, 5 Fragen gestellt. Die haben wir dann beantwortet. Und am 22. oder 23.12., also direkt vor Weihnachten, kam dann ein Anruf vom Kostenträger. Ja, Ihr Pro ist genehmigt, wir wünschen schöne Weihnachten und Sie können dann bestellen. Und haben dann ausgeliefert, angepasst, nochmal Probefahrt gemacht, alles erklärt. Und seitdem habe ich mein Pro. Tatsächlich jetzt gut 1 Jahr. Wenn man vor Barrieren steht und da irgendwo gehemmt wurde bisher, dass sich geärgert hat, von wegen, ich komme da jetzt nicht hin, da kann ich jetzt mit Pro sagen, so, mir egal, mache ich trotzdem und bin da relativ glücklich. Oder die Wahrnehmung ist tatsächlich an der Öffentlichkeit, wenn ich mit dem Pro irgendwo unterwegs bin, es dreht sich jeder um. Viele fallen fast über ihre Füße. Ich hatte das am Stuttgarter Hauptbahnhof demnächst, dass da wirklich die Leute geguckt haben, teilweise die Handys gezückt haben, so was ist denn das? Also von daher, es macht echt Spaß unterwegs zu sein mit dem Pro, weil die Leute sind so von der Rolle dann irgendwie, dass man da wirklich als Betroffener sitzt und sich fast totlachen kann, wie das Umfeld darauf reagiert. In meinem Alltag kann ich tatsächlich als Ziel mit dem Pro besser nachgehen, dass ich eben dann bei Beratungsgesprächen und so weiter auch nicht 100%ig barrierefreie Orte aufsuchen kann. Nicht darauf angewiesen bin, dass meine Kunden komplett barrierefrei wohnen, weil wenn ich mit meinem normalen Rollstuhl oder E-Rolli komme, dann brauche ich im Prinzip eine barrierefreie Umgebung tatsächlich von der Zugänglichkeit. Und mit dem Pro bin ich da nicht auf diese Barrierefreiheit angewiesen. Und auch an Bahnhöfen oder so, wenn man wirklich sagt, man fährt mal zu den Radsuchen ab mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Wie oft kennt man es, dass Aufzüge kaputt sind? Und dann kann ich am Bahnhof sagen, okay, dann einmal Treppenmodus und dann nehme ich halt die Treppe. Dauert zwar einen Ticken länger als der Aufzug, aber tatsächlich gibt es eben die Freiheit, dass ich nicht irgendwo festhänge. In der interpersonellen Interaktion kann ich herausstellen, dass man eben mit dem Sitzlift auch auf Augenhöhe kommunizieren kann, weil wenn man an den Leuten immer hochgucken muss, ist es mega anstrengend für die Halsmuskulatur und so weiter. Und wenn ich halt mich hochfahren kann und jemandem in die Augen gucken kann, ist es eine ganz andere Gesprächsebene tatsächlich. Veranstaltungen und so weiter
sind oft Stehtische überall und dann kann man sich eben hochmachen, kann an den Stehtisch ran und sitzt eben nicht da blöd daneben, so als Beigabe gewissermaßen. Und da unterstützt der Pro halt auch mit dem Sitzlift echt mega. Ja, und auch in Karlsruhe merkt man tatsächlich, es gibt bei vielen Läden, Restaurants, Kneipen und so weiter 1 oder 2 Treppenstufen vor der Tür, wo dann im Prinzip bedeutet von normalen Rollifahrern, bleibt draußen. Mit dem Pro kann ich sagen so, nee, ich komme trotzdem rein. Tatsächlich komme ich halt mit dem Pro auch bei meinem Bruder im Haus, wo nicht barrierefrei gebaut ist, auch hoch zu meinem Neffen ins Gamingzimmer. Dann können die mit mir zocken, das ist auch cool. Menschen, die denken von wegen, ja, der Kostenträger benimmt den Pro eh nicht, würde ich immer raten, beantragt den einfach, weil der Kostenträger muss, wenn er es ablehnen möchte, begründen, warum er es ablehnt. Und wenn man als Betroffener selber gut begründet oder mit Hilfe von einer EOTB entsprechend diese Begründung macht und da wirklich lebenspraxisnah begründet, dann geht es auch tatsächlich durch, weil oft, wenn man mit den Informationen dann zum Kostenträger geht, und nicht mehr so ganz als uninformierte Person, dann hat man da auch Möglichkeiten. Alternativ, wenn ich einen Arbeitsplatz brauche, kann ich auch die ersten 15 Jahre meiner Berufstätigkeit bei der Angriff Arbeit beantragen als technische Arbeitshilfe. Danach kann ich ihn bei der Deutschen Rentenversicherung beantragen als technische Arbeitshilfe. Das geht auch, also da kriegt man die zusätzlichen Hilfsmittel. Oder wenn man jetzt seine Behinderung durch einen BG-Unfall hat, dann zahlt auch die Berufsgenossenschaft tatsächlich Pro für den Behinderungsausgleich. Bei den Berufsgenossenschaften läuft es sogar viel einfacher als bei den Krankenkassen in der Regel. Ansonsten kann ich jedem, auch und haben will, nur raten, beantragt ihn, nimmt gegebenenfalls, wenn ihr euch unsicher seid, welcher Kostenträger oder wie man argumentieren soll, im Vorfeld mit SGEWO Kontakt auf oder mit der EOTB. SGEWO berät, die EOTB ist beraten. Genau, was mich motiviert, diese Herausforderung im Alltag zu lösen, letztendlich, die so meine Erkrankung mit sich bringt und das Drumherum, ist tatsächlich immer die Erfolge, wo man dann erreicht. Weil ich hatte zum Beispiel in meinem Leben eben den Erfolg, ein normales Abitur zu machen, ein normales Studium hier in Karlsruhe zu machen, den Bachelorabschluss, einen quasi normalen Job auszuüben vom ersten Arbeitsmarkt. Dann auch meine neue Wohnung war auch so ein Meilenstein einfach, dass man eine eigene Wohnung hat, die komplett barrierefrei ist. Und diese ganzen Meilensteine und Ziele, wo man erreicht, oder auch damals eigenes Auto, Führerschein, diese ganzen Ziele, wo man dann erreicht, merkt man dann, dass es sich dafür lohnt, eben zu kämpfen und weiterzumachen und dann auch die Herausforderungen irgendwie zu lösen. Also zu den Zielen tatsächlich, die aber noch ein bisschen in der Ferne liegen, ist tatsächlich mal auch in die USA zu fliegen und dann unter anderem in der Weihnachtszeit mal Rockefeller Center angucken, diesen riesen Weihnachtsbaum und so, weil man kennt es aus dem Fernsehen, aber ich glaube live ist es noch viel imposanter, diese Kulisse. Und da habe ich schon gesagt, irgendwann wird es mal der Fall sein. Und dann bietet halt Pro die Möglichkeit, eben auch nicht barrierefreie Orte auszusuchen. Also in 3 Worten mit Pro beschrieben ist er eben Gamechanger, der Freiheit gibt.